Du hast vor oder hast du von kurzem angefangen, Kontrabass zu lernen? Du musst dieses Video unbedingt sehen. Bleib dran. Du hast hier das größte, vor allem Streichinstrument ausgesucht und bist sicher schon ganz gespannt, was für tolle Musik du mit dem Kontrabass machen kannst. Du wirst bestimmt viel lernen über die Funktion des Kontrabass als Begleit- und später auch als Soloinstrument erfahren. Du wirst improvisieren, Noten schreiben und lesen und hoffentlich ganz viel mit anderen musizieren und verschiedene Instrumenten zusammenspielen. Und das Beste herauszuziehen, gebe ich dir hier 8 Tipps. Tipp Nummer 1. Entspanne dein Bogen nach dem Spiel. Ich weiß, wahrscheinlich hast du gedacht, weiß ich doch. Ja, du weißt es doch. Aber das ist mir nicht selten passiert, dass ein Schüler vergessen hat, seinen Bogen zu entspannen. Tipp Nummer 2. Wenn du nicht spielst, stelle deinen Kontrabass in eine sichere Ecke mit dem Steg zur Wand oder lege ihn mit seinen Saiten, seine Zarge auf die Seite auf den Boden. Auf jeden Fall aber an einen sicheren Platz, wo ihn niemand umwerfen kann. Tipp Nummer 3. Bewahre dein Instrument im Winter möglichst weit weg von der Heizung auf. Die Luft in ihrer Nähe ist dann sehr trocken und das Holz kann Risse bekommen. Tipp Nummer 4. Wische dein Instrument nach jedem Spielen mit einem weichen Tuch ab. Zuerst die Saiten, damit kein Kolophon an ihnen kleben bleibt. Danach die Decke, dann den Steg und so weiter. Ja? Und die Bogenstangen nicht vergessen. Warum sage ich dir das? Weil das klebliche Kolophonium ist auf Dauer nämlich ungesund für den Lack. Und auf saubere Saiten kann man viel leichter streichen, ohne dass die Töne kratzig klingen. Tipp Nummer 5. Packe den Bass zum Transport immer in seine weiche, dicke Hülle, damit ihm unterwegs nichts passiert. Transporthülle brauchst du nur zum Transport. Zu Hause soll dein Kontrabass immer ausgepackt sein. Tipp Nummer 6. Spiele möglichst viel auf dein Kontrabass. Am besten jeden Tag. Das ist gut für dein Instrument, weil beim Spiel das Holz, aus dem es gebaut ist, in Schwingung gerät und dein Bass dadurch immer lebendiger klingt. Und das ist auch gut für dich, weil du mit mehr Spielen mehr Fortschritte machst. Weil du regelmäßig spielst, ist die neue gelernte Melodie und technische auch, die prägen sich auch besser ein. Tipp Nummer 7. Du sollst in der Lage sein zu singen, all was du spielst. Im schlimmsten Fall eventuell auch pfeifen. Tipp Nummer 8. Suche dir einen freundlichen Ort, ein helles, ruhiges Platz. Bei dir zu Hause richte eine Ecke nur für dich und dein Kontrabass, zum Beispiel im Wohnzimmer. Wenn du in deinem Zimmer übst, am besten neben ein Fenster, so wie hier auf dem Bild, dann soll das Licht von deinem Rücken kommen, sodass die Noten immer sehr gut beleuchtet sind. Dann kannst du hier auch einen Teppich oder Teppichboden. So rutscht der Kontrabass nicht, dann bist du auch ein bisschen von den Schall auch ein bisschen geschützt. Dann brauchst du eventuell einen Hocker, wenn du auch sitzen lernst zu spielen. Oder wenn du stehen spielst, brauchst du das nicht. Dann einen Tisch, wo du zum Beispiel einige Sachen stellen kannst, zum Beispiel ein Kolophonium, einige Notenblätter oder Metronom und verschiedene andere Sachen, die du während des Üben zu Hause benutzt. Noch schöner wäre diese Schublade, das fungiert auch als Tisch und unten in der Schublade kannst du verschiedene Sachen auch aufbewahren. Und dann klar, nicht vergessen auch ein Notenständer. Lass dich von niemandem stören. Jetzt haben du und dein Kontrabass die Prioritäten. Tipp Nummer 9. Höre dir beim Spielen aufmerksam zu und spiele möglichst viel auswendig und bewusst. Dadurch kannst du dich beim Spielen freier bewegen und hörst selbst mehr von deinem eigenen Spiel, als wenn du mit den Augen auf den Noten klebst. Wenn du zu viel auf die Noten fokussiert bist, kann passieren, dass du vergisst, was wichtig ist. Zum Beispiel der Bogen gerade zu streichen, die linke Hand richtig zu halten oder die Intonation zu fokussieren. Tipp
Nummer 10. Vermeide unnötige Störungen. Zum Beispiel wie Handy, Fernsehen, Instagram und so weiter. Ich weiß, dieser Ratschlag hast du wahrscheinlich auch das sehr oft gehört. Aber ich kann dir wirklich bestätigen, wie wichtig ist, solche Geräte von uns fernzuhalten, wenn wir auf etwas anderem konzentriert sind. Und hier noch ein Bonustipp von mir. Spiele möglichst oft mit anderen zusammen. Das soll so bald wie möglich geschehen. Frag deinen Lehrer, wie du dazu kommst. Das macht großen Spaß und trainiert besonders dein Gehör und dein Rhythmusgefühl. Ein Instrument zu lernen ist eine wunderschöne Erfahrung, die dir dein ganzes Leben lang helfen wird. Lass mich in die Kommentare wissen, ob ich dir geholfen habe und schreib mir, was dir hilft, das Beste aus deinem Unterricht herauszuholen. Ich freue mich wirklich immer zu jedem, der mir was schreibt. Und wenn du mehr über den Planet Kontrabass lernen willst, abonniere unseren Kanal und wir werden es gemeinsam tun. Ciao!